Von Malaysia aus kommen wir in Indonesien am Flughafen von Medan an. Und wir wurden hier schon erwartet von unserem Fahrer, denn heute geht es nach Bukit Lawang. Heute geht's in den Dschungel. Hier wollen wir eine 3-tägige Dschungeltour machen und auch im Dschungel übernachten. Von Medan, die Hauptstadt Sumatras, fahren wir 4 Stunden, also länger als Google behauptet, nach Bukit Lawang. So ganz wohl, mitten in der Nacht in den Dschungel zu fahren, fühlen wir uns nicht. Wir haben hier eben Thomas Retreat eingecheckt, das haben wir auch häufiger online gelesen, dass das auch mehrere von euch sehr gut fanden. Und die Seite war für uns nicht so ganz übersichtlich, stand sehr wenig drauf. Wir haben ihm einfach eine E-Mail geschrieben und konnten dann über WhatsApp mit ihm kommunizieren. Haben dann auch gleich den Transfer mit ausgehandelt. Natürlich kann man auch ein Taxi hierher nehmen. Kommt wahrscheinlich wieder ein bisschen günstiger raus, aber wir waren einfach auch ganz froh, dass wir beim Flug ankamen, dass einfach schon jemand da steht, alles organisiert ist. Am nächsten Morgen beim Frühstück lernen wir Thomas, den Besitzer, kennen. Das erste originale Nasi Goreng in Indonesien. So ist es. Bukit Lawang ist eine Dschungelstadt, die vor allem vom Tourismus des Nationalparks lebt und sich uns viel größer zeigt, als wir erwartet haben. Die Stadt liegt am Fluss, wo sich auch das alltägliche Leben spielt. Die Holzbrücken hier sind echt wackelig. Der Bohorok-Fluss teilt die Stadt in 2 Teile, welche durch mehrere Brücken miteinander verbunden sind. Wir sind hier total in der Nebensaison, weil es ist hier fast nichts los. Also wir sehen hier ein paar andere Backpacker, ansonsten aber zum Großteil gar nichts los. Deshalb mal schauen, wie viele wir morgen sein werden. Wer in Bukit Lawang eine Tour in den Nationalpark buchen möchte, hat eine große Auswahl an Anbietern. Außerdem gibt es viele unterschiedliche Optionen. Wir haben uns für eine Option mit 2 Nächten und 3 Tagen entschieden, was wir auch jedem empfehlen können. Wir sind jetzt gerade hier auf der Brücke, die zu dem Dorf selber führt, wo die Leute wohnen. Man merkt da sofort einen Unterschied zu den Unterkünften für die Touristen. Es sind zum Großteil einfache Hütten. Wir haben viele Häuser gesehen mit einfachen Wellblechdächern. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst mal ein Abo da. Wir haben jetzt gerade unsere Wäsche zum Waschen abgegeben, weil wir das in Malaysia nicht geschafft haben. Was uns kurz verwundert hat, also wenn ihr hier seid, vielleicht kurz nachfragen. Die waschen das selber von Hand und deswegen zahlt man pro Kleidungsstück, pro Unterwäsche oder Socken oder pro T-Shirt oder Hose. Der Fluss verbindet den Dschungel und die Stadt. Hier baden wir ein bisschen. Wir sind jetzt gerade hier am Fluss. Wir beobachten junge Männer, wie sie Reifen kilometerweit den Fluss entlang tragen. Diese werden wir in unserer Dschungeltour brauchen. Warum? Das werdet ihr noch sehen. Die Affen, die hier ins Dorf kommen, sind ganz schön frech. Die klauen Sachen. Deswegen sind sie hier bei den Locals überhaupt nicht beliebt. In den Restaurants hier gibt es Radler. Daran merkt man, dass das hier ein totaler Touristenort ist. So, wir packen schon mal vor. Für morgen in den Dschungel. Zum Dschungeltrack mitnehmen sollen wir Kleidung, am besten lange Hosen, aber keine Jeans. Und eine große Flasche Trinken, eine Rolle Toilettenpapier, feste Schuhe. Unsere Handys haben wir beschlossen da zu lassen, weil sie uns im Dschungel nicht weiterhelfen können. Wir checken offiziell aus, damit wir die weiteren Nächte nicht bezahlen müssen und lassen unsere Backpacks im Thomas Retreat. Das Essen für diesen Tag packt unser Guide in seine Backpack und trägt dieses auf seinem Rücken durch den Dschungel. So Leute, das ist unser Guide, Ren. Er war jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr im Dschungel gewesen, seit 5 Monaten. Und er zeigt uns hier, also er läuft mit uns hier durch. Wir erfahren mega viel von ihm, es ist super interessant. Also er arbeitet für das Thomas Retreat. Wir haben jetzt angefangen, in den Dschungel zu gehen.
Es geht direkt am Anfang ziemlich hoch. Also es ist sehr steile Wege nach oben. Wir sind gespannt. Im Moment geht es natürlich noch. Wir sind jetzt aber auch erst ein paar Minuten unterwegs. Am Anfang des Dschungels werden hier noch Kautschuk- und Obstplantagen betrieben. Ein kleiner Dschungelsnack. Dann geht es offiziell in den Gunung Leuser Nationalpark. Wir haben jetzt schon die ersten Orang-Utans gesehen. Wir sind jetzt noch nicht mal 1,5 Stunden unterwegs und wir hatten jetzt schon einen, wo uns unser Guide hingebracht hat. Wir mussten ein bisschen runterlaufen, aber es war es wert. Ey. Der war super nah an uns ran. Ren versucht mit Tiergeräuschen die Orang-Utans noch näher zu locken. Da gerade keine Hauptsaison ist, ist unser Vorteil, wir sind nur zu zweit mit unserem Guide unterwegs. Aber genau deswegen können wir auch sowas hier machen. Einfach mitten durch den Dschungel stapfen, während die anderen Gruppen auf dem Weg oben bleiben. Okay. Good place, good place. Hello, good morning. Okay. Vergesst hohe Socken nicht, dass ihr wenigstens eure Hose reinstopfen könnt. Wenn ihr, wie hier jetzt wir, durch den Dschungel durchlauft, werden euch nachher Blutekel an den Füßen kleben. Der Grund, warum uns die Orang-Utans so nah ranlassen, ist, dass Bukit Lawang früher ausgewildert hat und dementsprechend die Elterntiere der meisten Orang-Utans hier im Nationalpark Menschen gewohnt sind. Diese bringen wiederum ihren Babys bei, dass es für sie auch okay ist, Menschen in die Nähe zu lassen. Ja. Metalling, yeah. But species, metalling species. I know from my grandpa, my grandma. They teach me about all this jungle. Mhm. Yeah. You can recognize of when the male big head, when female big bum, yeah. Für 3 Tage Dschungel mit Essen und Unterkunft zahlen wir umgerechnet ungefähr 120 €. Wer im Dschungel unterwegs ist, sollte einigermaßen fit sein. Und wer sich das nicht zutraut, für den, hat uns Ren erzählt, haben die Guides auch Lösungen gefunden. Dann geht beispielsweise ein Hilfsguide vor, schaut, wo sich die Orang-Utans befinden, dass die Personen, die nicht so gut zu Fuß unterwegs sind, direkt an den Zielort kommen können und die Orang-Utans beobachten. Tiger cannot climb. Nee. We have like a panther also, but size not quite bigger, smaller. Mhm. Wir treffen auf andere Gruppen, die den Thomas-Lemur entdeckt haben. Der Thomas-Lemur lebt nur auf Sumatra und ist somit für uns einzigartig.
So, hallo. Wir sind jetzt ein bisschen weiter reingelaufen. Wir haben jetzt schon einige Orang-Utans gesehen und jetzt auch schon Thomas-Lemuren. Bei den Einheimischen heißt er jedoch anders. Bei den Einheimischen wird dieser Lemur Keldi genannt. Genau, und wir werden jetzt ein bisschen was essen. Wir sind jetzt schon eine ganze Weile gelaufen. Man ist super durchgeschwitzt und das ist einfach andauernd, wirklich. Also es gibt keine Minute, wo du einfach nicht schwitzt. Ren bereitet uns sehr liebevoll Lunchboxen zu. Unsere Lunchboxen bekommen. Einmal Nasi Goreng mitten im indonesischen Dschungel. Also wir können definitiv nicht verhungern. Wir haben auch so viel Obst dabei, Bananen und so eine Art Litchis und Ananas und werden hier so versorgt. Die Schlangenfrucht, also Snake Fruit, schmeckt uns übrigens echt lecker. Und so sieht es geschält aus. Und da ist ein Kern drin. Ja, probier mal. Ich kann es mit nichts vergleichen, was ich kenne. Wir hatten übrigens die Sorge, dass durch den Tourismus die Tiere mit Essen gelockt werden. Dies haben wir nicht erlebt und auch die anderen Gruppen haben das mit ihren Erzählungen unterlegt. Ren erzählt uns, dass dies früher wohl häufiger gemacht wurde. Er sagt, jetzt kennt er aber niemanden, der die Affen in ihrem natürlichen Umgebungsraum stört. Kleiner Tipp, weil von unserer Ärztin wurde uns damals auch Malaria-Prophylaxe empfohlen, hier in Sumatra. Aber ja, wir haben auch ein bisschen nachgelesen, dass das hier eigentlich sehr selten ist. Und unser Guide hat uns das auch bestätigt, dass sie hier auch noch nie einen Malaria-Fall hatten, weil hier einfach keine großstehenden Gewässer sind. Es geht immer wieder hoch und runter. Es ist schon anstrengend. Aber es geht. Total durchgeschwitzt. Wir laufen und laufen. Sehen immer wieder mal kleine Tierchen oder auch größere. Das ist schon sehr aufregend, muss man sagen. Okay. Leute, wir machen gerade Pause. Schaut euch mal diesen Spot an. He's crying to me. Come back. Ja. Traust du dich? Empty or not? Empty, but spiders. Am Ende des Tages müssen wir wieder zum Fluss runter, denn dort werden wir übernachten. I'm just sliding. Ja, willkommen im Dschungel. Wenn ihr wissen wollt, wo wir im Dschungel schlafen oder duschen, dann abonniert uns und klickt natürlich aufs nächste Video.